Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Und zwar haben wir hier gleich zwei Pakete. Der Absender hat das quasi in zwei Pakete verpackt. Und ich möchte euch jetzt einmal in den Genuss kommen lassen, dass wir das zusammen öffnen und auspacken und uns natürlich die Handschellen angucken. Ganz wichtig. So, zuerst fangen wir jetzt natürlich hier mit dem kleineren an. Also ich weiß nicht, was wo drin ist. Ich habe auch nicht gefragt. Aber wir werden es erleben. So, hier unten ist das noch zugeklebt, da war das also nie offen. So, und hier haben wir Papier, noch mehr Papier. Ich hole das erstmal raus, was da so drin ist. Das hält sich fast in Grenzen. Wir machen das mal so, ich hole mal das andere Zeug auch raus und dann haben wir das so ein bisschen wirklich hier schön überraschend. So, also ich kann euch sagen, dass da schöne Sachen drin sind, auch Sachen, die sich wiederholen. Ja, und es gut zugeklebt ist. So, ich glaube, hier sieht das genauso aus. Kleine Sammlung irgendwas. Da haben wir dann auch noch mal was. Noch mal was. Noch mal was. Ich glaube, ja, vom Gewicht her war es das schon. Wir fangen mal hiermit an. Mit diesem kleinen Konvolut. Das sind nämlich alles Smith & Wesson .926 Airweight. Also anhand des Gewichtes sind die alle relativ leicht. Ich gucke mal, ob das alles so dieselben sind. Wir haben hier auch verschiedene Seriennummern. 24917, 16, 12, 25. Was haben wir hier? 20, also 020, 025, 024, das sind alles so verschiedene. 021, oh, die sind wirklich leicht. Ich will mal schauen, ob es da vielleicht zusammenhängende gibt. Zusammenhängende Seriennummern. 20734 haben wir hier zum Beispiel. Jetzt habe ich die natürlich hier wieder alle umgedreht. Ne? Ja, manchmal 19, 16, das ist hier eine relativ alte. Ich weiß natürlich auch nicht, ob es da Unterschiede untereinander gibt oder ob die alle baugleich identisch sind. 18, also alle Tausender mal ist hier eine dabei. Da ist nochmal eine 21, nochmal eine 20. Naja, ihr seht ja auf jeden Fall ganz, ganz viele Smith & Wesson Airweight. Lassen wir im Hintergrund mal hier liegen. Ne? Dann sieht das ein bisschen wilder aus. So, und dann fangen wir mal an. Wir haben hier so eine kleine Tüte. Da sind verschiedene, auch so eine ganz kleine Sammlung, verschiedene Halter drin. Ich weiß nicht, ob das für einen Schlagstock ist oder für was anderes ist. Das kommt eigentlich hier an den Gürtel und dann kommt hier irgendwas rein. OLC. Hier haben wir noch so ein Ding. Vielleicht ist es auch für einen Schlüssel. Das kann natürlich auch sein. Gute Frage. Da müsste ich mich mal informieren, was das für Dinger sind. Auf jeden Fall haben wir die hier in verschiedenen Farben, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Ausführungen. Und ja, eine ganze Tüte voll. Ne? So, aber sowas wollen wir ja nicht unbedingt sehen. Ist auch mal ganz nett zwischendurch. Hauptsächlich geht es uns ja um die Handschellen. So, und da geht es jetzt einfach mal los. Ich fange jetzt hier mal an, was wir hier zuerst haben. Das geht schon schön los. Das ist hier die schwere Packung. Und zwar haben wir hier eine Horst Morbid
Gelenkhandschelle. Wir haben hier diesen, ich glaube, das ist der Kurt Metk-Stempel, der da drin ist. Wir haben 1964 hier als Herstellungsjahr, also Februar 64, und das Schöne ist halt, wir haben 2 Schlüssel dabei. Und sie ist wirklich sehr, sehr gut im Zustand. Das sah auf dem Bild nicht so aus. Also wirklich toll. Ich gehe mal von aus, die funktioniert auch. Na ja, gut, mit dem. Ich pull den jetzt mal nicht ab. Auf jeden Fall haben wir hier so ein tolles Teil. Ja, das ist schon mal was sehr, sehr Schönes. So, dann geht es weiter. Ganz so viele Sachen sind es gar nicht. Hier haben wir eine TCH 830 Scharnierhandschelle. Da muss ich ehrlich gesagt gucken, ob ich die habe oder noch nicht. Die haben wir hier mit 3 Schlossfallen. Ist auch schon mal benutzt worden. Sieht man auch hier an den, was da so außen dran ist. Vielleicht sogar aus dem Polizeidienst mit einem Schlüssel. So, was haben wir noch? Noch etwas Schönes Altes. So, jetzt werden manche von euch denken, die sich ein bisschen auskennen. Oh, August Schwarz Handschellen. Ja, grundsätzlich ja. Aber ich habe das auf dem Bild gesehen und Tatsache 13677, 13677, wir haben hier keinen August Schwarz drauf. Die ist also wirklich unbedruckt oder unmarkiert. Wir haben nur die Seriennummer und hier entsprechend, in welche Richtung wir das aufmachen können. Das ist alles. Das war's. Ja, und ja, wir haben so einen schönen langen Schlüssel dabei. Das ist auch ganz schick. Und wir können hier die Handschelle auch mit dem Schlüssel öffnen. Das funktioniert. Jetzt gucken wir mal, ob das auf der anderen Seite auch funktioniert. Das ist ja immer wichtig. Und das funktioniert natürlich auch. Ja, das ist wirklich cool. Weiß ich nicht, wie oft es sowas gab. Also es ist auch nicht weggemacht. Also es ist hier allgemein so drüber geschliffen. Diese Stanzung ist ja relativ tief, genau wie die Stanzung hier auf und die Seriennummer. Also das kann auch keiner weggemacht haben. Das hätte man hier so eine Mulde drin, die da aber nicht drin ist. Ne? Und man würde das definitiv sehen. Also es ist definitiv ein Exemplar ohne August Schwarz Aufdruck. Ja, was hier relativ cool ist. Das ist eine schöne Ergänzung für die Sammlung auf jeden Fall. So, dann geht's weiter. Wir haben eine Cleuso Handfessel, aber eine relativ alte. Jetzt klingelt irgendwo das Telefon. DRPA haben wir hier auf dem Bügel und Cleuso. Und wir haben diese dreigliedrig gedrehte Kette. Da muss ich mal schauen, ob ich die schon habe. Besonders ist hier natürlich, dass hier wirklich augenscheinlich der originale Schlüssel dabei ist. Das ist immer so eine Sache und bei dieser Handschelle wirklich eher selten der Fall. Dementsprechend habe ich die quasi auch hier mit käuflich erworben. Ja, das ist natürlich hier wirklich Kuchenblech. Ne? Das ist absolut dünnes Zeug. Also ja, Nachkriegszeit. Ich glaube, da war das Metall noch teuer. Firma Cleuso hat da wohl sehr, sehr ja, spartanisch gearbeitet. Aber ein schönes Modell. So, wir haben noch 2 Stück. Ist nicht viel, aber ein bisschen was. So, wir haben hier eine amerikanische Handfessel. Und zwar, mal hier auf die Rückseite schauen, dann haben wir American Handcuff Company Fond du Lac. Und wir haben hier das Modell N550. Gibt hier A550 für Aluminium und N550 mit einer schicken Seriennummer 152113. Das ist auch ganz schick. Und können hier natürlich auch beide Seiten durchschwingen. Das ist schon mal schön. Ja, auch ein tolles Teil. Und dann kommen wir hier schon zum letzten. Ich weiß auch nicht, was da drin ist. Ah, jetzt weiß ich's. Ja, sieht aus wie eine Peerless von 1915, ist aber hier JGA Germany. Da kann man sehen, da kann man sehen, genau. JGA Germany, das haben wir auf der anderen Seite auch. Wir haben das hier mit Seriennummer
5315. Das ist ja auch ein Modell hier in Top-Qualität, also und auch richtig schön produziert. Mit einem Schlüssel dabei. Das ist eigentlich nicht der Originale, aber er wird funktionieren. Ja, auch ein sehr, sehr schönes geschichtliches Exemplar und auch gar nicht so häufig. Also das ist die zweite, die ich überhaupt jemals kaufen konnte. Und ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Ich hatte nämlich geguckt zu meiner Version und das werde ich natürlich dann entsprechend in die Sammlung einpflegen. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.